Hey Leute, Kona hier. Heftige Fights während der No-Downstate-Woche, Bugs, lustige Kills und neue Freundschaften. Ich glaube, das wird eine vollgepackte Episode meiner WVW-Highlights. Viel Spaß beim Video, während mich die netten Ballon-Nuhoch von DSS beschützen. Ja, bei einem so langen Kampf gegen einen Dolchpistole-Dieb muss man manchmal alle Register ziehen. Und wenn selbst das nicht reicht, kämpft man einfach mit unfairen Mitteln und lässt den Gegner glauben, man würde gehen, dreht ihm den Rücken zu und dann... Was? Verurteilt mich nicht, ich bin Dieb. Es gehört dazu, so fies zu sein. Zugegebenermaßen, noch mehr solcher langer Duelle können dann schon ermüdend sein. Zum Glück hat mein Gegner das verstanden und mich stattdessen einfach gegen sein Waldi-Pet antreten lassen. Das Pet hat gewonnen. Es gibt jedoch auch friedlichere Tierchen. Mit einem habe ich mich schon richtig angefreundet, da es mir dauernd auf meinem Truhenrun im Wüstenhochland begegnet. Die pazifistische Iboga. Sie hat zwar einen roten Namen, ist dennoch ganz friedlich, wenn man selbst lieb zu ihr ist. Ich habe sie Caroline genannt. Wir gehen jeden Sonntag zusammen brunchen. Außerdem habe ich dadurch viel von ihr gelernt. Auch ich versuche nun friedlicher durch die Welt und durch die Nebel zu schreiten. Beispielsweise werde ich diesen Waldi und sein Lager in Ruhe lassen, da ich nur ganz in Ruhe ein bisschen Kräuter ernten möchte. Hey, was soll das? Mann, manche Leute haben echt Nerven. Gut, jetzt habe ich, was ich brauche und kann aus den Kräutern meinen Eistee machen. Sogar manche Zergs können so friedlich sein, wenn man ihnen nichts tut. Seht euch das mal nur an. Vielleicht sehen sie auch einfach nicht, was sich nicht bewegt. Ganz still bleiben, Kona. Im Gegenteil zu diesen Zeitgenossen, die wegen mir doch glatt ihre Portalbomb verpasst hatten und dann nur mit der Hälfte ihres Zergs im Fight standen. Tja. Und dann gibt es noch unseren Zerg, der nicht nur friedlich sein kann, sondern auch mal den Kollegen von Draka hilft, Irregani zu deffen und dann seines Weges zieht. Wisst ihr, nach bald 7 Jahren Guild Wars 2 liebe ich den Skorpiondraht immer noch wie am ersten Tag. Vielleicht noch mehr als zuvor, denn mittlerweile hat er glücklicherweise 2 Ladungen. Und seitdem es Gleitschirme im WVW gibt, haben sich mit dem Skorpiondraht ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Allgemein bin ich ein Freund von CCs, wie beispielsweise dem Necro-4, um meine Gegner darauf aufmerksam zu machen, dass sie eigentlich gar nicht nach oben, sondern nach unten gehen wollen. Tragisch ist es nur, wenn Spieler sich noch rechtzeitig retten können und sich dennoch absichtlich in die Tiefe stürzen. Mein Necro-Freund, wieso? Er war noch so jung. Vielleicht vergessen sie auch einfach manchmal nur, dass sie im derzeitigen Gebiet nicht fliegen können. Ich weiß es nicht. Andere wiederum sind beim Sterben durch Fallschaden noch viel kreativer und buggen durch die Lüfte, ehe sie sich irgendwie auf einen Baum porten, runterfallen und dann sterben. Ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Da ist es doch viel besser, die Bäume zu seinem Vorteil zu nutzen, Trebuchet im Apfelbaum, und sich mit der Umgebung quasi zu verschmelzen. Ganz ehrlich jetzt, ich hätte ihn ohne Hut nicht erkannt. Von Spielern auf Bäumen zu Spielern in Wänden. Ganz recht, ich bin nicht der Einzige, dem so etwas dauernd passiert. Seht euch das an. Wie hast du das geschafft, mein Necro-Freund? Keine Sorge, ich hol dich da raus. Seit dem WVW-Reittier gibt es auch Bugs, die um einiges schräger sind. Ich hätte an der Stelle von Yumi in diesem Video große Angst gehabt. Ob sie da wieder rausgekommen ist oder ob sie in die Bucht schwimmen konnte und ob sie
sie die einzige ist, bei der manchmal im Schloss Steinnebel die Wände komplett fehlen? Ach, und ich denke mal, dass Folgendes so nicht gewollt ist, aber ich habe einem Spieler im Downstate mit dem Flammenbock über 24.000 Schaden gemacht. Das hätte viele Spieler gewonnen hättet. Ab jetzt halte ich mich von den Dingern fern. Da hätte ich mir lieber gewünscht, stattdessen diese Wache zu treffen. Versperrt? Was soll das? Stirb! Da ist nichts im Weg. Was soll hier irgendwas versperren? Ich habe mich fast so dumm gefühlt wie dieser Riese, der im Zielen so gut ist, wie ich im Musikbox finden. Trottel. Noch eine lustige Geschichte. Ich war auf meinem Twink-Account im WVW unterwegs, wo ich immer wieder einer Gruppe begegnet bin, die aus 3 Dieben und einem Holoschmied bestand, die mich einfach nicht zu fassen bekamen. Einer der Spieler hat mich angeschrieben und dabei seinen Frust darüber geäußert, dass mein Bild overpowered sei. Aber dadurch sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen, haben über das WoW und Bugs in Guild Wars 2 geredet und ein paar Minuten später ist er von Weißflankenkrant nach Abaddons Maul getranst und jetzt in unserer Gilde ILL. Nun sind wir Freunde. Ist das nicht verrückt? Sagt Hallo zu Liv. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Die No-Downstate-Woche ist aus Sicht eines Roamers das Beste, was dir passieren kann, denn wenn man als einzelner Roamer gegen mehrere Gegner kämpft, hilft einem der Downstate auch nicht. Bist du down, bist du ohnehin tot. Aber deine Gegner haben dadurch einen großen Nachteil. Mein absolutes Highlight aus der No-Downstate-Woche: 6 Kills nicht ganz gleichzeitig schnell nacheinander auf meinem Twink-Account. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mich hier abonniert oder mir auf Twitch folgt. Bis zum nächsten Mal. Euer Eisteebrauer Kona. Okay Leute, falls ihr das nicht wusstet, es gibt einen Erfolg dafür, einen ArenaNet-Mitarbeiter zu töten. Vor längerer Zeit hatten wir ArenaNet als Gegner im WVW, da habe ich sie ein paar Mal gekillt, um den Erfolg zu machen. Und ich wollte das immer schon mal zeigen, bin aber nie dazu gekommen. Deswegen einfach jetzt hier all meine ArenaNet-Kills. This guy?